Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich bin diesmal in Düsseldorf, andere Seite vom Haupteingang, weil ich hier einen Parkplatz gefunden habe. Aber wir laufen jetzt da mal rein, mal gucken, was uns da alles erwartet. Alles nach dem Intro. Ein grober Blick, wo man hier zum Hauptbahnhof reinläuft. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, noch was Besseres zu sehen. Auf jeden Fall die Radstation, die ist auf der linken Seite hier, wie ihr sehen könnt. Und die ganzen Taxis, die befinden sich auf der rechten Seite. Da hinten kann man das noch sehen. So, wir laufen jetzt aber erstmal hier rein und schauen mal, was hier so alles los ist. Düsseldorf war ich schon so oft, aber nicht hier an dem Hauptbahnhof. Ihr wolltet, dass ich mal nach Düsseldorf komme. Jetzt bin ich da. Erstmal orientieren, wo was abfährt. Wie ihr sehen könnt, nach Berlin, nach Karstersee, nach Frankfurt. Überall fährt was ab, wie ihr sehen könnt. Ich laufe mal hier so ein bisschen durch die Gegend und schaue mal, was ich für euch alles so entdecke. Man sich natürlich schön orientieren. Hier zum Autozug, links runter, Ausgang Bertha von Suttner Platz. Da bin ich ja gerade rein. Aber Ausgang City, Konrad-Adenauer-Platz, da ist, glaube ich, auch der richtige große Haupteingang, sage ich mal. Da laufen wir jetzt mal hin. Und zum Reisezentrum geht es auch nach rechts. So, wie ihr sehen könnt, hat man auch hier diese Spuren. Diesmal hier nicht in weiß, sondern in schwarz. So, ich fahre jetzt mal hoch, direkt zu den ersten Gleisen. Mal gucken, was für Züge hier oben auf uns warten. So Leute, oben angekommen sehen wir schon die ersten S-Linien, S1. Der fährt jetzt nach Dortmund. Auf der anderen Seite ist auch noch eins. Die haben natürlich hier verschiedene Gleise, verschiedene Stationen. Müssen wir mal gucken, wo was am besten für uns interessant ist, wo was ankommt. Information zu ICE 123 nach Frankfurt. Gerade kam eine Durchsage, ist ein Zug ausgefallen. Wir bitten um Entschuldigung. Ja. Information zu ICE 944 von Berlin Ostbahnhof. Ankunft 12:02 Uhr, heute circa 40 Minuten später. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Ja, wir bitten um Entschuldigung. Dafür kann ich mir auch nichts kaufen. So, da kommt ein schöner Doppeldecker. Aachen Hauptbahnhof über Köln Hauptbahnhof. Abfahrt 12:40 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Die lassen mich gar nicht reden hier. Ich will gerade was reden, da kommt direkt die nächste Durchsage. So, aber so sieht's aus hier, Leute. Mal gucken, ob noch ein paar schöne Exemplare für die Trainspotter kommen. Anschließend gehen wir dann ja raus und gucken, dass wir auch natürlich ein paar Busse und den Fernbusbahnhof hier besuchen können. Den Busbahnhof meine ich natürlich. Wäre natürlich auch schön, wenn wir einen ICE vor der Linse bekommen. Ich bin ja noch eine Weile hier. Mal schauen, was gleich noch alles kommt. Wieder eine Durchsage. Gibt's doch gar nicht. Cologne Main Station, departure 12:31. Delay today by about 50 minutes due to delays in operation. We apologize for any inconvenience. So, jetzt habe ich auch wieder die Gelegenheit, euch was zu erzählen. Die lassen mich hier nicht in Ruhe erzählen. Kommt so ein schöner ICE. Das ist der Dreier, glaube ich. Ist nichts Besonderes. Und hier vorne RE1, den kennen wir doch noch. Der fährt nach Aachen. Mit dem bin ich ja auch schon mal gefahren. Und auf der anderen Seite hier, da kommt auch gerade hier so ein Regio. Eine S-Bahn sogar. Ja. So, ich gehe jetzt aber wieder runter und laufe auf die andere Seite. Da, wo der Eurobahn und so steht. Mal gucken, was da noch so alles gibt. Hier ist gerade hier Siemens, wo die Scheiben gerade sauber gemacht werden. Da denkt man ja immer an Waschmaschine und sowas alles. Aber dass da ein
Zug dahinter steckt, wissen auch die wenigsten. Ein Siemens-Zug. Ihr wisst ja, ich rede immer gerne, aber die lassen mich hier nicht reden. Einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Ja, so, das haben die auch schön geregelt, wie in England. Da ist für grün, für hoch und hier ist für runter, damit man sich nicht entgegenkommt. So, ich laufe mal weiter zum Reisezentrum. Mal gucken, was auf der anderen Seite noch alles ist. Ich habe ein Schild gesehen, hier Stadtbahn, also die U-Bahn. Da können wir ja auch mal gucken, wie es da unten aussieht. Ja, auch schön mit, mal gucken, wie viele Etagen man runtergehen muss. Ist nur eine Etage, okay, auch nicht schlimm. Und auf der anderen Seite kann man auch wieder hoch. Ja, mal gucken, ob hier gleich noch was kommt. Ach, ich höre da schon was auf der anderen Seite. Ja, so sehen die aus hier. Die U79. Wenn wir schon mal hier sind, dann mal auch ein paar U-Bahn-Stationen und so, wenn die Stadt dort hat, auch immer alles mitnehmen. Im Nachhinein schreibt ihr immer, ja, warum bist du nicht da gewesen, warum bist du nicht hier hingekommen? Leute, ich kenne mich da auch nicht überall aus. Ja, jetzt haben wir auch eine U-Bahn gesehen und wir laufen wieder hoch, wo ich gesagt hatte anfangs, zum Reisezentrum. Also unterscheiden tut es sich kaum von den anderen Bahnhöfen, wie ihr so sehen könnt. Langgezogen mit Fressbuden, rechts, links mit Geschäften, Frittenwerk. Und da ist das Reisezentrum, wie ich gerade so sehe. Da kann man eben halt Infos, Tickets, alles bekommen hier in diesem Reisezentrum. Ja, und dann gehen wir auch nachher raus. Mal gucken, wie der Haupteingang von der anderen Seite aus aussieht. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite, Konrad-Adenauer-Platz, wo eigentlich der richtige Haupteingang ist. Die dazugehörigen Busstationen sind auch direkt davor, beziehungsweise die S-Bahnen. Ne, Straßenbahn, so, nicht S-Bahn, die Straßenbahn. Weil in Düsseldorf gibt es natürlich auch Straßenbahnen und so und Busbetriebe. Ja. So sieht das hier aus, der Hauptbahnhof Konrad-Adenauer-Platz. Das ist hier der Haupteingang, wie ihr sehen könnt. Und hier kommen auch schon die Straßenbahnen hier angefahren. Der eine fährt da gerade weg. Hier kommt gerade so eine schöne Straßenbahn, auch von der Rheinbahn angefahren. Habe ich gerade noch erwischen können. Der kreuzt gerade die Straße hier von dem schönen MAN, der seine Fahrt hier gleich weiter fortsetzen wird. Natürlich muss er erstmal gucken, ob rechts und links noch irgendwo Straßenbahnen oder so kommen. Der fährt natürlich ganz vorsichtig hier rum. Und hier kommt noch ein Solaris. Die Fahrt endet hier. Okay. Jetzt haben wir eine schöne Serie hier, wo was ankommt. Da kommt noch. Hier geht es ja kreuz und quer und durcheinander. Muss man echt aufpassen. Ja. Da ganz hinten sehe ich eine 752er Linie. Der macht da, glaube ich, Pause. Vielleicht haben wir Glück und da hinten sind Pausenplätze oder so. Ja, Solaris ist hier viel im Einsatz, so wie es ausschaut. Ja, der fährt jetzt zum Beispiel zum Flughafen 721 zum Terminal A, B und C. Abfahrt sofort, das heißt, der fährt auch direkt gleich ab. Das ist auch, glaube ich, ein E-Solaris, so wie es aussieht. Wenn er gleich hier an uns vorbeifährt, dann sehen wir das besser. Und alles schön mit Werbung, weil beste Werbefläche, die es gibt, Busse, Züge weniger, aber hier so Straßenbahnen, weil die ja eben halt oft gesehen werden hier, kann man sich daran erinnern, ach, ich muss doch noch zu Rewe oder so. Das ist ja auch Sinn und Zweck.
Deswegen mache ich ja auch überall Werbung, damit mein Kanal auch überall entdeckt. Da hinten habe ich gesehen, ist noch ein Citaro, glaube ich, war das ein Citaro, ein in Gelb. Den schauen wir uns natürlich gleich an, wenn der Kollege hier wegfährt. Ich gucke noch, ob was Interessantes hier ankommt. Dann haben wir jetzt so eine Situation, der Kollege ist zu dicht aufgefahren, in der Hoffnung, dass der Rote wegfährt. Aber der hatte noch ein bisschen Verzögerung oder hat den nicht gesehen. Jetzt fährt er aber gerade weg. Ja, von der Rheinbahn. Und das hier ist ein Citaro. Hybrid. So, jetzt laufe ich aber zu dem Weißen dahin, was der da hinten macht. Ich wollte gerade gucken, was der macht, aber jetzt ist er gerade weggefahren. Aber der hat nur Leute drin gehabt. Entweder war da eine Haltestelle oder der hat da eingeladen. Wer weiß. Gleich wissen wir mehr, was da war. Und da sehe ich auch schon einen Flixbus. Genau, wenn man hier weiterläuft, da müsste eigentlich auch der Reisebusparkplatz sein. Oder der Kollege, der hat sich hier geirrt oder so. Ja, der ist normalerweise noch ein Stückchen weiter. Ja, der hat sich verirrt. So wie es ausschaut. Ja, Kollege, wie kommst du jetzt hier wieder raus? Ja, das beobachten wir natürlich. Normal, ja genau, der muss jetzt rückwärts fahren. Weil das haut nicht hin hier. Ja, da kommt er nicht rum, da sind nämlich nur Schienen. Die Haltestelle, wo der Kollege gerade gestanden hat. Hier fahren wohl Schienenersatzbusse ab, aber der Flixbus, der hat sich da trotzdem irgendwie da durchgemogelt. Wir laufen jetzt mal weiter zu dem eigentlichen, ja, was soll man immer dazu sagen? Reisebusbahnhof oder so. Ja, der ist nämlich ein Stückchen weiter, da kann man es auch sehen. Abfahrt Reisebusse. Genau. Aber bei der Gelegenheit kommt gerade so schön VDL ins Spiel. Ja, war aber kein Citer, kein E, sondern ein normaler Diesel, so wie es aussah. Und hier vorne macht auch gerade einer über die Autobahn nach Lindorf. Okay, der macht wohl hier Pause. Ich glaube, ich habe den Platz gefunden, wo die Pause machen. Ja, da kommen ganz viele jetzt hier reingefahren. Dann können wir die mal klang- und heimlich hier so aufnehmen. Ja, die haben das nämlich nicht gerne, wenn man sie so aufnimmt, wenn sie da gerade am Popeln sind. Ich meine, irgendwann am Essen sind oder so. Möchte ja auch keiner, das stimmt. Ja. Aber hier sehen wir wenigstens so eine Busparade, wo was hier reinkommt. Viele Solaris. Der eine Kollege, der macht da jetzt auch Pause. Dann können wir in der Zeit ja rüberlaufen zu den Reisebussen. Das wird auch tatsächlich so genannt, Fernbusbahnhof. Ja, Travel Center, Touring und natürlich Globe-Tour, Eurolines und Flixbus und der nach Istanbul fährt, der Ulusoy. Die fahren wohl alle hier von diesen Haltestellen alle ab. Mal gucken, vielleicht sehen wir ja noch so einen türkischen Bus oder so. Mal schauen. Der Flixbus hier, VDL, der fährt jetzt nach Amsterdam. Habe ich gerade von vorne sehen können. Mit Fahrradanhänger sogar. Kann er ja, Fahrradträger sagen wir mal so. Kann er auch ein paar Fahrräder mitnehmen. Okay. Der Kollege von vorhin hat es irgendwie geschafft, da rauszukommen. Und setzt jetzt seine Fahrt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ein Volvo 9700. Also wie meiner, den ich immer fahre, als Flixbus. Auch nicht schlecht. Hier in der Nähe ist auch so ein serbisches Konsulat. Müsste auch hier irgendwo in der Ecke sein. Ja, hier fahren wie gesagt viele Solaris-Busse hier von der Rheinbahn. Der fährt zum Beispiel nach Oberkassel. Das ist aber hier jetzt der mit dem Elektro. Den hört man kaum. Oder auch nicht.
So, ein bisschen hört man ihn. Das musste der Hybrid sein, denke ich mal. Mit dem Aufbau oben, da sieht man nie, ob dahinter irgendwie... Der hört sich ganz normal an. Kann man echt nicht sehen. Ihr müsstet mir mal in den Kommentaren mal schreiben, wie das ist, wie man die erkennen kann, diese Solaris E-Busse und so. Hier der VDL, der hat gerade eingeladen und fährt jetzt weiter, den wir vorhin gesehen haben. Okay, bei Rot kann man auch mal eben drüber fahren, nicht schlimm. Und da hinten fährt so ein MAN gerade da rein. Ich glaube, da geht's. Das ist die Einfahrt dann zu dem Bahnhof wohl. Ja. Das heißt, wenn ich hier an der Ecke stehen bleibe, dann kann ich sehen, welche Busse hier reinfahren. Allerdings, weil da vorne so eine Ampel ist und hier auch noch so ein LKW davor, hat man jetzt hier so eine Stau bis da ganz hinten. Der Fahrer hat gut aufgepasst. Der kreuzt nämlich gerade hier so eine Fahrradspur und neben ihm war hier so ein Rollerfahrer. Ja, da muss man hier auch wieder auf die Radfahrer und jetzt auch noch auf die Rollerfahrer besonders aufpassen. So, wenn man da geradeaus weiterläuft, das ist die Klosterstraße. Auf der linken Seite ist so ein serbisches Konsulat. Jo. So, ich bin mal ein Stück weiter gelaufen. Das ist hier die Abfahrt für Reisebusse, steht oben auch noch mal drauf. Also von dieser Spur aus kann man dann hier, wenn man hier kommt, ja, hier vorne und dann sofort hier links und dann zu dem, wo wir vorhin waren, Abfahrt von den Reisebussen. Und der Bahnhof ist ja auch direkt dahinter, also alles eigentlich zentral gelegen. Da vorne habe ich jetzt einen Hybrid Solaris gerade gesehen. Der fährt da vorne links. Da könnt ihr sehen mit dem Überbau. Das sind diese Hybrid Solaris, die neuesten Modelle, was hier fährt. Und hier vorne auch wieder von der Rheinbahn natürlich ein ganz normaler Solaris. Der fährt bestimmt gleich hier weiter. Und dann vorne rechts zum Bahnhof hin und kommt hinten, da wo wir gerade waren, da hinten wieder raus. Da laufen wir jetzt auch gleich mal wieder hin, um zu sehen, ob da jetzt andere Busse da sind. Aber so wie es aussieht, alles voll in Solaris Hand. Ne? Ja. Aber ein Kollege, ich weiß nicht, wie hieß der, Benedikt oder so, der ist glaube ich auch hier in Düsseldorf Busfahrer, der hat mir mal geschrieben, komm mal nach Benrath, da kannst du auch ganz viele Busse sehen, auch so einen spanischen E-Bus und so. Mal gucken, ob ich den irgendwo finde. Bei dieser Gelegenheit kommt gerade hier so ein Reisebus, wo ich gerade gesagt habe, hier müsst ihr rein. Einen schönen Setra. Der fährt da seine Kundschaft abholen. So, wie gesagt, vielleicht fahre ich gleich auch mal nach Benrath. Ihr könnt zwei Solaris nebeneinander. Die unterscheiden sich in dem Sinne, schaut mal hinten, der hat 1, 2, ja, 4 Türen sozusagen und der hier vorne, der hat nur 3 Türen. Auch der Aufbau ist ganz anders. Ja, der hat hinten natürlich mehr Platz zum Sitzen und hier vorne ist nur der Motor, der einfach so nach oben hin ist. Ich weiß echt nicht, was das für einer ist. Ob das jetzt auch ein E ist oder so, keine Ahnung. Ich kenne die Solaris-Dinger nicht. Der hat zwar eine Macke und so hinten, aber das bleibt ja nicht aus in so einer Großstadt. Und guck mal, wie viele Klappen der hat. Der hat 1, 2 so runde Klappen. Oben, den einen könnte ich mir vorstellen, Diesel, der eine vielleicht für AdBlue und der eine hier, keine Ahnung, was da drunter versteckt ist. So, ich habe hier auch gerade hier von der Rheinbahn den Kundencenter entdeckt, auch natürlich VRR-Gebiet. Wie ihr sehen könnt, hier kann man dann Informationen holen, Beschwerden einreichen und viele Sachen mehr. Einen schönen Setra habe ich gerade im letzten Moment hier noch sehen können. SB 85. Ja. Mal gucken, vielleicht kommt hier noch einer gleich um die Ecke geschossen. Das war jetzt gerade echt spontan. Da oben ist einer hingeklettert und fotografiert gerade den Bahnhof. Das könnte ich fast sein.
einen schönen Blick auf den Bahnhof. Hier kommt jetzt noch so ein schöner alter MAN hier angefahren. Der hat, glaube ich, eine Leerfahrt gehabt, also dass jemand ihm was zeigt und lehrt. Und wenn ihr Hunger habt, kriegt ihr auch einen Döner hier. Allerdings für 9 Euro, mittlerweile für 9 Euro ein Döner. Ist nicht normal, Leute, oder? Echt. Mal gucken, was es auf der Seite noch gibt. Der Kollege, der guckte mich schon an. Vielleicht erkennt er sich ja wieder. Ja, einfach ins Bild gefahren. Endlich kann ich auch mal so einen privaten sehen hier. Nicht von der Hochbahn. Ja. Weiß gar nicht, wo der herkommt. So einen schönen Citaro. Stadtlinie steht da drauf. Ob der jetzt im Auftrag fährt oder woanders herkommt, aus Hattingen. Ne, da ist ja nur, doch, Gröger-Reisen. Ja, das dürfte der wohl sein. Eine Buslänge voraus. Okay, so einen schönen Citaro Gelenkbus. Weil wir haben nur Rheinbahn gesehen die ganze Zeit, aber keine privaten. Aber das hier scheint ein Privatunternehmer zu sein. Ja, aber ein ganz normaler C2 Citaro. Wenn ihr von dem Haupteingang hier von Konrad-Adenauer-Platz kommt, dann habt ihr dieses Bild hier, wo die Züge und alles abfahren und könnt euch demnach orientieren, wo ihr hin müsst. Bevor wir den Hauptbahnhof verlassen, um weiter nach Benrath zu fahren, wollte ich euch noch mal hier so ein paar Züge zeigen, ob nur was kommt. Aber nichts Interessantes dabei. Obwohl, hier könnt ihr mal sehen, sehr interessant. Bin jetzt ein bisschen aus Puste. Wie das alles aufgebaut ist da oben. Ja, wirklich interessant. Von der Eurobahn, der steht da, der hat da wohl geparkt oder so. Ja, und der hat jetzt, entweder bereitet er sich jetzt vor für die Abfahrt oder macht noch Pause. Der hat sich für die Abfahrt bereit gemacht, der RE19 nach Bocholt. Und auf der anderen Seite ist die RE11 nach Hamm zum Hauptbahnhof. Ja, so langsam, wenn man hier in der Ecke ist, kennt man die einzelnen Linien, womit man irgendwann mal gefahren ist und so. Da ganz hinten ist noch ein ICE. Kommt da gerade reingefahren, glaube ich, so wie es aussieht. Ja. Mit Bordrestaurant, mit so einem Buckel. Was hattet ihr gesagt, wenn der Bordrestaurant so einen Buckel hat? Dann ist es ein ICE 3, hattet ihr gesagt, wenn ich mich recht erinnere. Oder? Auf der anderen Seite, da gibt einer gerade richtig Stoff. Das scheint ein Diesel zu sein. Ja, der hat auch nur 2 Waggons. Der hat keine Stromüberleitungen, Oberleitungen. Deswegen, ich denke, wer gibt denn hier so viel Gas? Einer hat mal gesagt, 200 oder 300 Liter brauchen die für 100 Kilometer. So Diesel. Ganz schön heftig, du. Wenn ihr rauskommt, da wo wir ganz am Anfang reingegangen sind, da habt ihr natürlich hier die ganzen Taxis. Wenn ihr Taxi braucht oder ein Hotel braucht, alles hier. Und zum Autozug geht es auch hier lang. Da nehme ich euch auch noch mal so ein bisschen mit. Habe ich gerade noch entdeckt, so ein ICE auf der Brücke. Wo wir schon mal hier sind, dann kann ich euch auch mal den Autozug zeigen. Das ist die Auffahrt hier. Dann kann man da hinten Check-in machen und dann hier warten, bis man reingelassen wird zu dem, was steht da, Deutsche U-Bahn, Anlieger frei, unbefugt ist das Betreten, Befahren der Ladestraße verboten. Ja, und dann kann man hier mit dem Zug eben halt weiterfahren, wo man hin möchte. Im Moment ist hier nichts los, kommt wohl kein Zug, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Aber wie gesagt, da vorne sieht man ja auch schon die Rampe, wo Autozug ist. Dann kann man hier auf den Zug
drauf fahren und weiterfahren. Wenn wir schon mal hier in Benrath sind, dann nehmen wir natürlich hier auch ein paar Züge auf. Vorhin habt ihr ja schon gesehen, war ein ICE, der durchgefahren ist. Aber jetzt kommt hier noch ein Regio, der fährt auch, glaube ich, wieder zurück nach Düsseldorf. Können wir bei der Einfahrt mal beobachten, wie der Kollege hier so langsam hier reinrollt und dann abbremst. Der kommt von Düsseldorf und fährt nach Essen. So korrigieren. Ja, stand ich fast, genau, richtig. Ja, hier ist das Ende. Habe ich mir schon ungefähr fast gedacht, dass hier das Ende sein könnte, damit ich den auch noch mal euch so von der Seite noch mal vorstellen kann. Das ist aber keine Hamsterbacke, glaube ich. Ne, ihr sagt ja immer so Hamsterbacken und so was gibt es hier. Ja, aber der hat, glaube ich, keine Hamsterbacke, so wie es ausschaut. Keine Ahnung, was für ein Modell das ist. Ob das auch ein Siemens ist oder Mitsubishi oder Vectra oder Lectra. Keine Ahnung. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Gewaltig, schön, bullig. Und der fährt jetzt weiter nach Essen. Und wir laufen jetzt mal runter. Ich habe auch schon direkt entdeckt, auf der linken Seite, hinter den Bäumen, da könnt ihr das gleich sehen. Da ist nämlich der Zopp. Hier kann man das schon sehen, dass da schon ein paar Busse warten. Ich suche mal einen schönen Blickwinkel von da oben, so dass wir auch über die Busse schauen können. Ist ein schöner kleiner Bahnhof. Ja, da kann man hier runterlaufen und Nachtausgang. Die haben sogar Nachtausgang. Okay, wenn da vorne die Haupttüre zu sind, kann man wohl hier auch rauslaufen. Wir nehmen aber den richtigen Ausgang und schauen mal, wo es da lang geht. Hier kann ich mir gut vorstellen, was ich gerade gesehen habe, geht es zum Zopp und natürlich von der Seite tagsüber auch. Was haben die hier so Schönes? Die haben hier einen Service Store, wo man eben halt alles holen kann. Von der Rheinbahn, VRR, Tickets und sowas alles. Und die Taxis sind auch schon direkt hier, wenn man hier rausläuft. Alles direkt an einem Ort. So, da kommen schon die ersten Busse. Die wollen natürlich zum Zopp. Die verfolgen wir jetzt mal. Ich hatte den Tipp ja hier vom Benedikt, heißt der, vom Facebook, keine Ahnung. Ich kenne ihn persönlich nicht. Er hatte mir den Tipp gegeben, mal hier hinzukommen. Er ist wohl auch Busfahrer oder so. Ich gehe natürlich gleich auf die andere Seite, da habe ich doch besseren Überblick. Bin ich näher da dran an die Busse. Dann können wir von hier oben sehen, was hier so alles ankommt. Wie gesagt, die zwei Kollegen, mal gucken, ob das stimmt, was ich erzähle, dass sie hier runterfahren. Oder der Kollege hier, der fährt hier auch gerade. Ja, wie ihr sehen könnt, fahren die da hinten alle hier runter. Ja, ich gehe mal auf die andere Seite, da können wir besser den Fahrern und den Bussen auf den Kopf gucken. So, gesagt, getan. Da sehen wir, glaube ich, gleich einen freundlichen Busfahrer, der einem Rollstuhlfahrer gleich helfen wird. Denke ich mal, oder? Nee, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ja, auf jeden Fall, so sieht es hier von oben aus. Sehr schönen Überblick. Hier kann man genau den Knick von dem Gelenk sehen, wie er eingeknickt wurde, wie ein Ziehharmonika. Oh, weil der eine gehupt hat, hat er jetzt ein bisschen gemeckert, weil die eine Kollegin da am Hupen ist. Keine Ahnung, was für Probleme der hier unten hatte. Jetzt setzt er seine Fahrt weiter fort.
Und die Tante hier unten, ja, die ist auch da. Mal gucken, ob die mich erblickt hier oben. Die guckt nur in den Spiegel. Sieht auch ein bisschen genervt aus. Und weiter geht's. Jawohl. Sehr schön. Und da hinten sind die Pause am machen. Da laufe ich natürlich dann auch gleich hier rüber. Mal gucken, ich glaube von der Brücke da oben kann ich besser sehen. Ja, ich laufe da einfach mal hin. Und wir schauen mal, was hier noch so gibt. Der Benedikt, der sagte mir, hier gibt es wohl so einen spanischen E-Bus. Ich weiß nicht, ob der auch hier ankommt. Bleibt einfach mal gespannt. Mal schauen, was wir hier noch alles entdecken werden. Aber der Platz, den ich hier habe, ist sehr gut. Hier kann ich alles beobachten, was reinfährt und rausfährt. Dieser MAN mit den 3 Türen. Er ist auch ein Teil von der Umweltflotte. Das heißt, mit dem Hybrid effizient ist er mit in der Flotte dabei. So, von unten sind die wieder hochgefahren. Hier sind sie und setzen ihre Fahrt weiter fort. Ein VDL, war der gerade auch unten? Dann war der als erster bestimmt, den ich gerade nicht sehen konnte. Ja, und da, wo die jetzt stehen, ist auch gleichzeitig auch die S-Bahn, nicht S-Bahn, Leute, Straßenbahn, glaube ich. Aber obwohl da steht S drauf. Jetzt weiß ich wieder nicht, Straßenbahn, S-Bahn. Naja, vielleicht sehen wir ja gleich auch noch eins. So, ich gehe mal rüber auf die andere Seite und schau mal, was da alles noch rumsteht. Da, wo der Zug jetzt oben angehalten hat, da war ich ja vorhin und hat ja aufgenommen. Und jetzt bin ich auf dieser Seite. Alle Perspektiven versuche ich für euch einzufangen. Sowas erlebt ihr nur bei Mehmet Oe. So, jetzt können wir die Busse auch mal hier von der Seite sehen. Da ist auch ein Teil von der Umweltflotte. Okay, ich laufe mal noch weiter. Da werden die Fahrer mich bestimmt entdecken. Ich fahre, sage ich schon. Ich laufe mal hier hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich hier laufen darf, aber ich habe kein Schild gesehen, Fußgänger verboten oder so. Nicht, dass ich gleich auf Autobahn bin da oben. Aber Leute, für euch mache ich doch alles, damit wenigstens ein paar neue Eindrücke entstehen, damit es euch nicht langweilig wird. Aber dieser Bus da hinten, ne, es scheint nur ein VDL zu sein, so wie es aussieht. Hab gedacht, vielleicht ist das ja der... Nee. Ich weiß auch nicht, welche Farben und so der hat. Mal gucken. Wenn der Benedikt hier wäre, hätte er mir das alles erzählt. Ja, die haben jetzt hier wohl Pause. Die schönen Solarisse. Ja, Silber und Rot, das ist wohl denen ihr Motto. Und der Kollege, auch ein VDL, der fährt gleich auch hier runter. Okay. Ich definitiv hier weiterlaufe, da bin ich auf der Autobahn. Ich lasse das mal lieber sein. Ja, ist nun ein MAN von da. Sieht MAN oder? Doch, ist ein MAN. Ein Solo, wer da rumsteht. Ja. Ja, mit den Farben sieht das alles ganz anders aus als bei uns. Ist aber dieser Effizienzhybrid. Das sehe ich jetzt oben links an den Kasten. Ja. Aber vielleicht können wir ja gleich sehen, wie der VDL gleich hier runter fährt, oder? Ne, der fährt weiter. Der fährt andersrum. Der fährt hier nicht runter. Aber es müssten gleich wieder neue Busse gleich kommen. Oder schaut mal da, was da jetzt noch angefahren kommt. Ins Bild. Ganz in Silber. Das ist doch jetzt eine Straßenbahn, Leute, oder nicht? Der fährt jetzt genau dahin, wo ich vorhin gesagt habe, hier können auch Busse und die Straßenbahnen halten. Ja. Hier kommen neue Busse, der Euro 6 Effizienz Hybrid. Und der Kollege setzt jetzt auch seine Fahrt weiter fort. Und
Und da hinten kommt auch noch gleich einer hier reingefahren. Und ins Bild kommt gleich auch wieder so eine Straßenbahn. Reingefahren. Jawohl. Das hier ist ein VDL. Auch ein Euro 6. Hier sehe ich noch so einen normalen MAN. Aber so einen spanischen habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht kommt er ja noch oder vielleicht fährt er ja nicht von hier. Keine Ahnung. Der Kollege hat sich nur einmal gemeldet und danach nicht wieder. So, hier habe ich noch einen. Da kann man oben direkt drauf gucken. Ja. Die Lüfter, die laufen hier schon, weil es richtig warm heute auch wieder. Ja, die scheinen wohl zu funktionieren hier, die Solaris. Deswegen hat man hier wohl so viele Solaris im Einsatz. Hier sehen wir noch was Bulliges, Leute. Schaut mal, richtig von vorne so bullig. Ja, schön mit Werbung beklebt als Rheinbahn. Der fährt zum Betriebshof, steht da sogar. Okay. Vielleicht finde ich ja auch noch den Betriebshof von denen. Mal schauen. Das ist der von der anderen Seite, der hier hinkommt. Weil hier gibt es auch noch mal so Haltestellen, wo die dann die Leute aufnehmen können. Jawohl. So, gesagt, getan. War auch nicht weit von dem Busbahnhof entfernt, 500 Meter vielleicht. Da haben wir den Betriebshof hier von der Rheinbahn. Ich weiß gar nicht, ob die nur einen haben oder in Düsseldorf auch haben. Weil von hier bis Düsseldorf sind ja auch schon 11, 12 Kilometer. Dann müssen die ja immer so weit fahren. Aber okay, das scheint hier auf jeden Fall der Betriebshof zu sein, hier in Benrath. Natürlich komme ich da jetzt nicht ganz rein. Mal gucken, so weit, so nah wie ich kann. Auch die Straßenbahn und so, die sind hier wohl auch vertreten. Und dahinter, denke ich mal, gibt es auch die ganzen Werkstätte und so was alles. Ja, wer hier arbeitet, der kann ja mal sagen, wo es was zu sehen gibt. Ich gehe mal auf die andere Seite. Mal gucken, ob ich von da euch nur was aufnehmen kann. Wie so ein Stadtgraben, könnt ihr sehen, ist das hier alles abgesperrt. Der Pförtner, der guckte mich auch schon so komisch an. Also ganz nah kam ich da nicht ran. Aber von der Seite können wir noch ein paar Sachen sehen, was hier noch alles so gibt. Hier auf der Seite ist auch schon direkt die Haltestelle. 788 nach Mondsheim und so, nach 6 Minuten. In 6 Minuten kommt der. Die ganzen Nummern und so kenne ich mich natürlich nicht aus. Aber hier sind, wie gesagt, die Busse, wenn sie Feierabend haben. Oh, wir stehen auch direkt schon vor der Werkstatt. Jeffrey, das ist was für dich. Schnell hin. Aber du musst hier erstmal eine Runde schwimmen, damit du rüberkommst. Ja, wenn das Wasser nicht wäre, wäre ich so rübergesprungen, aber geht leider nicht. Na, ist klar, darf man ja auch nicht, Leute. Aber von hier hat wohl keiner was gegen, wenn ich mal hier ein paar Busse für meine Community aufnehme. Jetzt wisst ihr auch, wo hier in Düsseldorf, Benrath von Rheinbahn der Betriebshof ist. Hildener Straße, was war das? 72, glaube ich. So, jetzt aber ab nach Hause. Hier können wir gleich noch sehen, wie einer den Betriebshof verlässt, um seine Fahrt oder seinen Dienst anzufangen. Vielleicht fängt er jetzt gerade erst an oder seine Pause beendet. Muss natürlich erstmal auf die Ampel warten, die ist gerade hier umgeschaltet. Ich denke mal, der fährt direkt zum Busbahnhof. Dann müsste er jetzt links fahren, Fahrtrichtung gesehen. Aber nein, der fährt woanders hin, um seine Fahrt gleich dann anzufangen, seinen Dienst irgendwo
Jawohl. Wunderbar. So Leute, das Video ist zu Ende. Mit diesen schönen Bildern im Hintergrund, die Rheinbahnflotte, verabschiede ich mich von euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder da wart bei der Premiere dieses Videos. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit diesen Videos. Aber wenn ich Umfragen stelle, was wollt ihr sehen? Ihr wollt immer noch Städte und Bahnhöfe sehen. Ich baue ab und zu mal auch Busse rein, damit es nicht so langweilig für euch ist. Bald haben wir ja hoffentlich die 100.000 Marke an Abos geknackt. Und dann erwartet euch eine Überraschung. So, bis dahin, alles Gute, diesmal aus Düsseldorf, Benrath, euer Mehmet Oe.